Mit Nico Ockenfels unterwegs in Oberammergau bei dem Hersteller Scott sind wir. Und was ist das für ein Rad? Wie heißt es? Das ist das Spark 900 Ultimate AXS, das absolute Topmodell in der 900er Serie. Wir hatten bei dem Event die Möglichkeit, die komplette Spark-Palette zu testen. Das Rad wurde ja am 9. Juni 2021 präsentiert. Und 14 Tage später gab es für uns als Händler die Möglichkeit, auf diesem Event die Bikes zu testen, anzuschauen, im Detail zu sehen. Und das wollen wir mit dem Video eigentlich halt auch präsentieren. Das Feinste vom Feinsten, SRAM Ultimate. Keine Ultimate. Aber hier natürlich, wir sprechen von einem Rad, was ein Preisgefüge hat von 12.999 €. Echt? Echt? Die Kommentare werden es zeigen. Klar, ohne Motor. Ne? Bosch Performance X. Ohne Motor, also nur die reine Muskelkraft zählt hier. Nein, kommen wir zum Kern zurück. Also Besonderheit ganz einfach, das neue Spark ist ja ein erfolgreiches Rad im Scott-Segment. Nino Schurter, Kate Courtney fahren Weltcup-Siege mit diesem Rad ein. Und hier galt es jetzt, was komplett Neues zu bringen. Und die Besonderheit bei dem Rad ist natürlich klar der ganz komplett versteckte Dämpfer. Wir kennen es so ein bisschen von der Marke Bolt. Sie haben es sehr ähnlich gemacht. Man muss wissen, dass gewisse Anteile von Bolt auch zu Scott gehören. Die Ingenieure haben jetzt nicht einfach nur ein Copy and Paste gemacht und dann gesagt, okay, wir kleben noch einen Scott-Aufkleber drauf und dann ist es ein Scott-Fahrrad, ein neues, sondern hier gibt es viele Einflüsse, die komplett auf einer neuen Basis sind und die Optik komplett natürlich verändern in diesem Bereich. Und man muss dazu sagen, selbst das Einstiegsmodell ab 2.400 € hat die gleiche Optik mit verstecktem Dämpfer etc. Wir sehen jetzt hier, klar, Bremsanlage Shimano XTR kann man bei dem Preisgefüge natürlich auch erwarten. Die hochwertigste AXS-Gruppe ist mit drauf in Verbindung mit der Kassette, die aus einem Block gefräst ist. Beim Hinterbau muss man dazu sagen, wir haben ja kein Gelenk hier hinten. Das heißt, wir haben einen flexenden Hinterbau, sowohl im Aluminium- als auch im Carbon-Bereich. Carbon haben wir verschiedene Arten im Hauptrahmen. Hier bei dem Ultimate die Top-Variante. Ich glaube, wir liegen bei einem Gesamtrahmengewicht von 1.870 Gramm. Nagel mich jetzt aber nicht fest. Wir sehen hier den Sekometer, das heißt, ich sehe anhand eines Striches oben auf der Wippe, wie viel Negativfederweg ich fahre. Die Ingenieure empfehlen bei diesem Rad 25%. Das dient einfach dazu, um wirklich Abfahrten berghoch das Optimale einfach rauszuholen. Das Cover, was wir hier sehen, versteckt so gesehen den Dämpfer. Also auch für viele, die Angst haben, Mensch, da komme ich ja schlecht dran. Wie befülle ich den? Wie baue ich den mal aus, wenn er zum Service muss? Also das ist sehr, sehr einfach aufgebaut und lässt sich auch ohne Probleme aus- und auch wieder einbauen. Also da sind die Bedenken. Integration bedeutet ja immer, ich komme schwieriger dran. Gerade bei Zügen, Leitungen ist das ja auch der Fall. Züge und Leitungen ist halt gerade die gute Überleitung. Alles verläuft jetzt im Steuerrohr, vom Lenker oben ausgehend. Und das ist natürlich ein weiteres Highlight, was wir so ein bisschen adaptieren aus dem Rennradsegment. Also wir sehen immer mehr Rennräder, wo die Züge komplett verschwinden. Und das Gleiche finden wir jetzt auch natürlich bei den neuesten Top-Varianten wieder. Weitestgehend, da haben wir hier natürlich dann halt auch eine absenkbare Stütze. Das ist für diese Klasse eigentlich etwas ungewöhnlich, aber Scott geht hier auch den kompletten Weg. Es gibt manche Modelle aus der RC-Serie, wo wir hier natürlich halt auch klassische Sattelstützen halt auch mit drin verbaut haben. Von der Gesamtansicht nochmal. Also, sieht aber scharf aus, oder? Ja, also es ist ein absolut cleanes Bike. Wir können 2 vollwertige Flaschen montieren. Man sieht das dort ja auch, zwar nur eine 0,5er, aber es ist möglich, auch bei so einem Rad 2 vollwertige Flaschen mit an Bord zu haben. Für denjenigen, der ein bisschen mehr Durst hat, der wird sich freuen. Klare weitere Highlights, Laufradsatz. Wir sehen einen komplett aus Carbon gefertigten Laufradsatz. Ich glaube, ich zeige es nachher auch nochmal von der anderen Seite. Fox Topgabel mit drin, mit der Anlenkung oben am rechten Holm. Hier sehen wir die innen verlegten Züge, die laufen auch nochmal hier zusammen. Wir haben ja immerhin noch Bremse und dann auch die Verstellmöglichkeiten. Wie schon gesagt, meist bei den Modellen in der Verbindung mit Icetec, Bremsscheiben und Bremsbelägen für eine gute Kühlung.
So, und die haben euch die Fahrräder mitgegeben. Ihr Pfand musst du irgendwie da lassen? Nee, ein Ausweis. Personalausweis. Genau. Ja, die vertrauen uns schon, die kennen ja unsere Kundennummer. Das ist was Besonderes, was ganz Neues? Genau, das ist was Neues. Wir haben früher immer nur 2 Hebel gehabt, jetzt haben wir 3. Der 3. Hebel ist so gesehen die absenkbare Stütze. Den Hebel, den ich jetzt zeige, ist der Hebel für Verstellung des Fahrwerks in den Traction Mode oder Lockout. Und der kleine Hebel ist dann die Möglichkeit, das Ganze wieder zurück, so wie wir das eigentlich auch kennen. Aber wir haben jetzt alles in einer Schelle integriert. Und somit ist alles gut erreichbar. Ich habe jetzt in der Presse gelesen, dass ein Tester wohl auch Probleme hatte, dass er aus Versehen immer die Sattelstütze bewegt hat und wollte eigentlich in den Lockout gehen. Das kann ich nicht bestätigen. Also es ist definitiv vorgegeben und auch der Sattelstützenhebel liegt etwas weiter zurück. Also der kommt sich jetzt, sage ich mal, in dem Fall nicht ins Gehege. Ich hatte es jetzt nur irgendwo halt auch mal gelesen gehabt, dass das angemerkt wurde. Konnte ich aber persönlich nicht bestätigen. Auch die 2 Mitarbeiter hatten das Problem nicht. Es gibt ja Leute, die haben Hände so groß wie Pizzateller, ja. Die ist dann... Vielleicht lag es daran. So gesehen hätte dann der Daumen schon gereicht. Elektronische Schaltung? Elektronische Schaltung, wie eben schon genannt, die AXS. Also hier wirklich das absolut Nonplusultra. Ich sage jetzt auch mal, bei 13.000 Euro musste auch die Crème de la Crème einfach am Bike dran sein. Und ja, Gewicht, willst du auch wissen? Ja, sag. Ich habe vorher schon geguckt, 10,3 Kilo. Boah, ist das viel. Hier siehst du den Laufradsatz, also alles aus einem Stück so gesehen, beziehungsweise aus Carbon gefertigt. Dieses Eisdings. Vor allen Dingen Silverton-Laufradsatz, so nennt er sich. Icetec war die Bremsscheibe, was du meinst. Ich nehme immer irgendwas mit. Ja. Hier muss man natürlich dazu sagen, absolut steif. Also wirklich, die Kraftübertragung ist sensationell. Das heißt, auch diese Speichen sind auch aus Carbon? Ja. Echt? Ja. Die Speichen auch? Ja. Das ist ein voller Carbon-Laufradsatz. Die Speichen sind aus Carbon? Ja. Okay. Hier sieht man so das neue Design. Nach hinten raus wird der Schriftzug quasi in Linienform dargestellt. Das soll so ein bisschen die Dynamik halt auch zeigen, dieses Bikes, dass es schon ganz klar den Vortrieb nach vorne hat. Und gerade den Preis nochmal, was war so schön? 12.999 Euro. Mit Bosch Performance Line CX. Du siehst selbst mit Handschuhen. Ist ein bisschen fummeliger zwar, aber es geht auch. Das ist die Serviceklappe von dem... Das ist die Klappe für quasi den Dämpfer einzustellen. Wir haben hier die Luftkammer. Wir haben mit dem roten die Zugstufeneinstellung und der blaue Teller ist im Prinzip die Anlenkung des Zuges für die 3 verschiedenen Modis. Zielgruppe ist aber schon der ambitionierte Sammler. Ganz kurz den Deckel, der unten eingeführt wird, einfach oben drauf gesetzt und dann nochmal nach Viertelumdrehung verriegelt wird. Ich hatte jetzt hier den Deckel nicht ganz zugemacht, es hat zwar trotzdem gehalten, hat es aber nachher nochmal korrigiert. Zielgruppe ist schon der Profi, der gerne viel fährt? Nee, der Profi, ja klar, der ambitionierte Fahrer, ich nehme jetzt da den Chris von mir mal, der sagt, Mensch, das ist ein geiles Bike, damit kann man durchaus auch schon Rennen gewinnen. Aber es ist natürlich auch für denjenigen als Hobby oder ähnliches und er sagt, ich will einfach ein geiles Bike haben. Ich arbeite jeden Tag, das ist mein Lohn, mein Preis dort dafür. Ist schon traurig, dass man sich dafür rechtfertigen muss, dass man sowas kauft, oder? Wenn das mein Hobby ist, überleg mal, es gibt so viele Hobbys, wo die Sportgeräte Zehntausende von Euro kosten. Also nur mal zum Beispiel ein Motorrad, 20.000 Euro. Wenn ich dann sage, da sagen die Leute, da kriege ich ein Motorrad für, da kann ich auch kein Rad mitfahren. Ja, natürlich kriegst du natürlich auch im Motorradsegment für 13.000 Euro schon ein sensationelles Motorrad. Aber du redest hier von einer High-End-Variante. Und die High-End-Variante beim Motorrad ist nicht bei 13.000 Euro. Man muss immer da ein bisschen abwägen halt auch. Ich zeige nochmal gerade den transparenten Rahmen, da hast du nochmal ein extra Video zugedreht. Genau, also fahren kannst du das nicht. Aber hier zeigt Scott einfach dieses Innenleben. Und hier zeigen wir einfach halt auch mal mit diesen Querschnitten, wie so ein Rahmen dimensioniert ist. Also mit unterschiedlichen Wandstärken, mit Querschnitten, mit Formen. Geht es hier wirklich darum, das Element so einzusetzen, für was es gedacht ist. Ne? Braucht es Steifigkeit, Leichtigkeit. Hier sehen wir das Steuerrohr. Also auch hier im Detail sehr, sehr aufwendig gemacht. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass Scott sehr, sehr viel Erfahrung im Carbon-Segment hat. Man sieht das auch in der Verbindung mit Syncros, was auch zu Scott gehört. Allein diese gesamten Komponenten und Möglichkeiten und die Erfahrung, auf die man zurückgreift,
bieten natürlich diese Möglichkeiten. Für mich sensationell, ich habe es im anderen Video schon gezeigt, ist einfach dieses Kunstwerk an Produkt selber, wie aufwendig das gefertigt ist. Also man muss sich vorstellen, dieser Dorn kommt jetzt quasi hier in diese Wippe rein und da kann man wirklich davon ausgehen, das ist maximal steif. Das ist nicht einfach nur ein Bolzen und verbunden, sondern hier wird wirklich die Kraft 1:1 übertragen. Wir reden ja quasi von der Umlenkwippe auf den Dämpferkolben, wo die Federung quasi darstellt. Hier sieht man das dann mal auch im gesamten Modell. Und hier sehen wir auch noch die Leitungsführung für die absenkbare Sattelstütze. Und hier wäre jetzt der Befestigungspunkt für den Dämpfer nach unten verlaufen und die Wippe dreht sich dann quasi, das ist jetzt hier falsch angeordnet, so steil würde es normalerweise nicht stehen, meiner Meinung nach. Ja, es steht ein bisschen weiter nach hinten. Und hier sehen wir dann auch, wie der Dämpfer innen drin verbaut ist, wie die Züge verlegt sind. Züge sind alle umhüllt im Serienzustand. Das ist nicht so wie jetzt. Es klappert nichts, es rappelt nichts, also es ist alles wunderbar. Hier sieht man die Führung der Sattelstütze auch nochmal, selbst im transparenten Modell wird die dargestellt. Man hat viel Wert darauf gelegt, auf die Lagerung, weil wir ja doch einen sehr zentralen Wippenpunkt halt auch haben. Also die Veränderung war einfach größer dimensionierte Lager, höhere Qualität nochmal, um wirklich hier auch keinerlei großartigen Wartungsbedarf irgendwo zu haben. Hast du Vertrauen in die Konstruktion? Ja. Du bist sie selber gefahren? Ja, selbst im Bikepark. Okay. Achso, du kannst im Bikepark fahren. Ich versuch's. So, hier sieht man sehr schön, gell? Hier oben. Genau, hier sieht man es sehr schön. Wir sehen hier die Lagerdimensionen, ne? Also das ist die Außenfläche. Durch den transparenten Rahmen wird das sehr gut dargestellt. Also ich finde es sensationell von Scott, uns das so auch zu zeigen und die Möglichkeiten zu schaffen. Es gab auch keinen Einwand. Oftmals ist es ja so, dass gerade wir als Händler, nee, darfst du nicht filmen, wollen wir nicht. Aber hier geht man ganz offen mit der Thematik um auch wirklich dem Endkunden zu zeigen, was man sich hat einfallen lassen. Weitere Besonderheit ist, dass ich die Lagerschalen um 180 Grad drehen kann. Dann bekomme ich einen anderen Lenkwinkel. Das heißt, ich kann das Rad in sich nochmal verändern. Die Spark 900 Modelle haben ja vorne 130 mm Federweg und die RC-Modelle 120. Hinten immer 120, egal welche Serie dort vorhanden ist, egal welches Preisgefüge, ob Alu, Carbon oder ähnliches. Lenker komplett Carbon, auch hier ganz viele Punkte, um Zubehör anzuschrauben. Genau, ich bin, sage ich mal, auch ein bisschen kritisch. Man sieht jetzt hier oben den Punkt, das ist noch so eine Lösung, mit der bin ich noch nicht ganz so einverstanden. Sie funktioniert, aber es ist eigentlich auch nur ein Kleber, ein guter 3M-Kleber, der da drauf klebt und da die Leitung geführt wird. Ich hätte mir eher gewünscht, dass man es eher in den Lenker reinlegt. Ne? Auch die Möglichkeiten gibt es schon. Das ist der einzige Kritikpunkt, den ich wirklich zu dem Bike aber auch habe. Ne? Die 3 verschiedenen Möglichkeiten, beziehungsweise 3 Hebel jetzt statt 2. Der untere. Genau, ist schön, dass wir das nochmal sehen, weil das ist eine absolute Innovation, gab es so noch nie. Du liebst ja diese Twin Lock. Richtig, weil du kannst es immer sensationell anpassen auf das Fahrwerk oder beziehungsweise auf die Topografie, wenn du berghoch willst. 2 Jungs, die ich noch mit dabei hatte, hatten die Idee, komm, wir gehen auch in den Bikepark, aber wir fahren den Berg hoch. Habe ich gesagt, nee, da gibt es einen Lift nebendran, ich fahre Lift. Und die haben sich mit dem Rad dann da hochgequält. Was aber auch natürlich für uns halt auch wichtig ist im Test, wie verhält sich das Bike, wie gut klettert es. Und da ist diese Twinlock-Technologie einzigartig. Also ich kann ja von komplett offenem Fahrwerk, 120 mm Federweg, bis hin zum kompletten Lockout alles einstellen. Und hier nochmal die Öffnung nach unten raus. Das ist dann natürlich noch versehen mit einem Deckel. Eine Viertelumdrehung mache ich den zu, geht total easy, fällt auch nicht ab, klappert nicht. Sensationell gut. Wann wird es ungefähr lieferbar sein? Was denkst du? Also wir werden die ersten Testbikes das erste Testbike voraussichtlich Ende Juli erhalten, 2021. Die Erstauslieferung der Räder ist angesetzt für 3., 4. Quartal. Man hält sich da noch ein bisschen offen. Also ich sage jetzt mal so Herbst wird das so der Jahr, Zeitraum sein, 2021. 21, dieses Jahr. Genau. Also man versucht schon früh die Bikes zu bringen.
Aber jetzt kommt so ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Wir haben ja unsere Planung schon gemacht und das, was ich geplant habe, wird manch anderen Händler halt auch treffen. Wir bekommen nicht das, was wir gerne hätten oder wir bekommen nicht die Mengen, die wir gerne hätten. Und, Nachfrage ist da? Nachfrage ist schon sehr, sehr hoch. Also das Rad wurde ja von Scott offiziell gelauncht am 9. Juni 2021. Und wir hatten an dem Tag schon einige Nachfragen zu diesem Bike. Und wir konnten da schon sagen, werden wir es bekommen oder nicht. Also jetzt bei einem Spark Ultimate zum Beispiel, wie wir es hier gezeigt haben, sind die Mengen sehr homöopathisch. Also es gibt leider nicht so viele, wie man gerne hätte. Es liegt auch nicht an Scott, es liegt einfach an Teilen, an Produktionsketten, die momentan so gestört sind, dass wir im Verhältnis vielleicht von dem, was wir haben wollten, 30-40% bekommen. Ja, auch schön gemacht hier mit dem Schutz. Ja, genau. Also auch das im Detail, nicht nur auf die Kettenstrebe was drauf gemacht, sondern auch oben hinübergeführt gehabt über die Sitzstrebe, weil eine Kette schlägt ja nicht immer nur auf die Kettenstrebe, sondern schlägt ja durchaus auch nach oben. Gleiche gilt halt auch hier. Die Carbonplatte, die hier drauf sitzt, wenn die Kette sich hochziehen würde, dass der Rahmen in sich halt auch nicht verletzt wird. So, es gibt ganz viele verschiedene Versionen. Das ist jetzt die teuerste? Gut, das ist jetzt im Prinzip ja so gesehen nur die Demo-Version, aber das Rad, was wir vorne dran gezeigt haben, ist die Speerspitze, sprich das Spark 900 Ultimate AXS. Es gibt die gleiche Variante natürlich auch als RC. RC, für die es überhört haben, ist dann immer komplett 120 mm Federweg und die klassischen 900er Modelle immer hinten 120, vorne 130 mm. Das ist teurer? Ne, kostet auch 12.900. Also kann ich sagen, das teuerste Scott der Welt? Ja, der Welt, ja. Im Endeffekt weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie das im Rennradsegment aussieht. Nee, als Mountainbike. Als Mountainbike definitiv. Ohne Motor. Ohne Motor. Haben die eigentlich als mit Motor, was teurer ist? Nein. Also das ist teure. Aber das jetzt ein richtiges... schnell nochmal durchgehen, weil alle Preise weiß ich auch noch nicht aus dem Kopf. Aber für die Kollektion, also es gibt nächstes Jahr wirklich vieles Neues, Spannendes. Lasst euch da echt mal überraschen. Da hat Scott einiges im Petto. Und wir müssen jetzt bei vielen Rädern halt noch warten, weil noch ein Embargo drauf ist. Spark ist jetzt das erste Feuerwerk, was gezündet wurde. Und hier sieht man jetzt nochmal dann den Querschnitt von einem Carbonrahmen. Auch hier nochmal zu sagen, es gibt 3 verschiedene Carbonarten. Das Ultimate hat die leichteste Faser schlussendlich verbaut. Und wir unterscheiden dann schon nochmal zwischen den einzelnen Modellen bis nach unten. Ich glaube, Einstiegsgefüge im Carbon-Bereich liegt knapp über 4.000 €, wenn ich mich richtig erinnere. Mit der Technik schon? Mit der gleichen Technik. Wir haben selbst beim Einstiegsmodell den gleichen Hebel. Das heißt, wir haben eine absenkbare Stütze, wir haben die Twin-Lock-Technologie, wir haben vielleicht einen anderen Dämpfer. Also es werden alle Dämpfermarken verwendet, sprich von Fox, RockShox und X-Fusion. Und das Gleiche haben wir im Endeffekt halt auch vorne mit den Gabeln, wobei da nur Fox. Dann aber Schaltung elektronisch nicht, oder? Dann zu dem Preis? Nein, das geht dann natürlich nicht. Das ist dann, Wir haben aber auch ein Modell mit der GX-Gruppe, also GX AXS, die günstige elektronische Schaltung, was ja technisch genau das gleiche ist, nur vom Material her einfach anders ist. Ich meine sogar, dass das Spark 950 das dann auch schon enthalten hat. So, ich gucke mal kurz auf die Uhr. Das war das Video, wir sind fast durch. Vielleicht erzählen wir mal den Leuten, wenn sie Interesse haben, du kriegst ja Testräder jetzt. Wann? Ende Juli wird jetzt mal mit das erste Testrad halt auch kommen. Also derjenige, der Interesse daran hat, soll sich definitiv bei uns melden. Wir können dann ein Rad schon mal blocken für einen Termin und dann kann man das selber mal erleben und fahren, weil es ist definitiv ein interessantes neues Produkt. Das ist natürlich halt auch die Optik. Nein, wir werden das Rad noch nicht direkt am Anfang verkaufen. Ich habe gar nicht gefragt. Weil auch das natürlich auch in den Besprechungen schon ein großes Thema gewesen ist. Die Räder sollen zum Testen gedacht sein. Ich glaube, es wird einige geben, die sagen, komm, ich nehme es gerade mit. Kommt aber 3., 4. Quartal. Genau. Also ich sage jetzt mal, Herbst ist so die Bandbreite, wo der erste Step geliefert werden soll. Dann voraussichtlich zum Jahreswechsel hin der zweite. Und dann nach hinten raus, April, soll der 3. Step kommen. Aber wie gesagt, die Mengen werden nicht so groß sein, wie der Markt es aktuell, glaube ich, fordern wird.
Bei dem Bike würde sich ja die Wertgarantie schon lohnen. Das heißt also, wenn dann Carbonrahmen kaputt geht, reden wir ja von einigen tausend Euro, die fällig werden. Wird wahrscheinlich nicht kaputt gehen, aber es gibt eine Versicherung, die jetzt ohne Begrenzung ist. Ist das neu oder hat die eine Begrenzung nach oben? Im Endeffekt haben wir eine Limitierung von der Summe. Nur Wertgarantie beispielsweise ist deutlich höher gegangen mittlerweile in den Summen. Wir waren bei maximal 6.000 Euro. Wir gehen also auch deutlich weiter mit den neuen Tarifen. Und man muss natürlich halt auch so sehen, es ist ja nicht nur der Fall des Verschleiß, der ja auch mit inkludiert ist, oder ich bekomme es geklaut, sondern auch ein Sturzschaden. Ne? Auch der ist bei Falle, Rahmen geht kaputt, die Carbonfelge, die sieht auch nicht gerade billig aus. Und all das ist abgesichert, sogar der Verschleiß mit drin und das für wenige 100 Euro im Jahr. Genau. Das heißt also, ein Schaden hast du es wieder raus. Genau, also sogar mehr. Ich meine, es gibt sicherlich auch ein Crash Replacement. Das bedeutet schlussendlich, dass man einen vergünstigten Hauptrahmen, Laufrad oder Ähnliches bekommt, damit man nicht die komplette Summe zahlen muss. Ne? Nico, wir müssen Schluss machen. Habe ich noch nie gehabt. Meine Kamera wird heiß. Also das liegt an deinem tollen Vortrag. WeCycle in St. Wendel, aber du hast deinen Versand in Riegelsberg. Du hast 2 stationäre Ladengeschäfte, da kann man die auch testen. Ansonsten kann man diese Fahrräder bei dir im Versand bestellen, machen noch ganz, ganz viele. Scott-Händler bist du seit über 90 Jahren. Nee, wie viele Jahre? Seit 1995. Seit 95. Und ja, wenn ihr Lust habt, es lohnt sich beim Nico zu kaufen, denn ich sag mal, es gibt kaum jemand, der Scott so feiert wie du, oder? Hier in St. Wendel. Also ich weiß nicht, ob das rüberkommt, aber die Begeisterung für das Produkt ist einfach da und solche Events unterstützen das natürlich halt auch.